Wie weit muss ich mit meiner Projektidee sein, um Fördermittel zu beantragen? Das ist eine spannende Frage. In den Statuten heißt es immer, ihr dürft das Projekt noch nicht begonnen haben. Das ist, glaube ich, das, was die meisten von euch umtreibt. Was heißt es, dass ein Projekt noch nicht begonnen wurde? Natürlich, ihr habt eine Idee. Eine Idee ist auch noch nicht begonnen. Ihr habt ein Konzept vielleicht aufgestellt. Auch das ist noch völlig okay. Was ihr noch nicht begonnen haben dürft im Regelfall, ist wirklich Geld für ein Projekt zum Beispiel auszugeben. Das ist sozusagen immer der Knackpunkt, wo man sagt, das ist begonnen und das ist nicht begonnen. Inhaltlich ist es so, natürlich müsst ihr schon geplant haben, was ihr durchführen wollt. Das heißt, ihr müsst schon wissen, okay, ich will so und so viele Veranstaltungen zum Beispiel zu einem Thema machen oder ich will dieses und jenes Thema in dem Projekt bearbeiten. Wie will ich das erreichen? Das muss euch klar sein und ihr müsst das auch wissen, um sozusagen die Kosten realistisch planen zu können. Ja? Und hier ist es teilweise viel wichtiger, dass ihr die Struktur eures Projektes kennt, als die ganz konkreten Inhalte, was denn jetzt wirklich in einem einzelnen Format zum Beispiel passiert oder mit wie vielen oder mit welchen Personen ihr ganz spezifisch arbeitet. Ihr müsst die Struktur kennen. Ihr müsst, wie gesagt, wissen, sind es 5 Veranstaltungen, sind es 10 Veranstaltungen? Wollt ihr ein riesengroßes Podium machen? Wollt ihr eine Tanzaufführung machen? Wollt ihr etwas mit Menschen erarbeiten? Denn danach richtet sich, wie viel Geld ihr braucht. Und das ist für euch auch eine super wichtige Grundlage, um überhaupt realistisch die Kosten planen zu können. Darüber hinaus, ja, ihr müsst unter Umständen auch gewisse Indikatoren mit einbringen. Also da muss auch eine gewisse Basis dafür da sein. Das heißt, ihr müsst überlegen, woran messt ihr denn eure Veränderung? Was ist für euch ein erfolgreiches Projekt? Aber wie gesagt, ihr müsst nicht genau wissen, an welchem Tag ihr eine Veranstaltung durchführt. Ihr müsst auch noch nicht wissen, wie viele Menschen jetzt exakt wohin kommen, etc. Also wirklich diese Details könnt ihr im Projektverlauf problemlos auch erst klären. Das ist das Wichtigste. Genau.